Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch den kleinen, aber feinen Unterschied des LC Pro 100 in puncto Reinigung und in puncto Erweiterung von 2 auf 3 Einschubschienen. Denn manchmal sind es die Kleinigkeiten, die eben ein System unterscheiden von anderen am Markt. Was der LC Pro 100 also kann, was andere nicht können, das erfährst du in diesem Video. Heute im Video geht es also um den kleinen, aber feinen Unterschied vom LC Pro 100 im Gegensatz zu anderen Rechteckfiltersystemen. Es geht um die Frage, wie leicht lässt er sich reinigen? Kann ich alle Komponenten selber so zerlegen, dass ich ihn wirklich reinigen kann, wenn er mal verschmutzt ist? Und ich zeige euch im Video, wie einfach ihr von den 2 vorinstallierten Schienen auf 3 Schienen umrüsten könnt. Vor einigen Monaten ist er auf den Markt gekommen, der LC Pro 100. Meine Vorstellung eines Rechteckfilterhalters. Und ich glaube, da so viele von euch neu eingestiegen sind auf den LC Pro 100, bestätigt das natürlich meine Vorstellung. Ja, und ich habe auch schon viel mit euch gesprochen, viel tolles Feedback auch über den Shop von euch erhalten und natürlich auch immer mal wieder die ein oder andere Frage. Unter anderem natürlich die Frage, wie sieht es denn beim LC Pro 100 mit der Reinigung aus? Es gibt Systeme, da sind natürlich bestimmte Komponenten fest verbaut, fest verschlossen. Zum Beispiel die Feinmechanik. Hier beim LC Pro 100 das große Rändelrad, mit dem ihr ja den CPL-Filter dreht. Dann hier oben natürlich die Einstell- und Arretierungsschraube. Aber wie sieht es da aus? Bei anderen Systemen ist da oft ein Problem, denn du kannst diese Bauteile nicht auseinandernehmen. Ein großes Problem ist es spätestens dann, wenn dir zum Beispiel das erste Mal Salzwasser drüber geschäumt ist, du in feinem Sand unterwegs warst, vielleicht irgendwo in der Wüste, wir waren in Namibia, auch da der Sand überall. Oder wenn dir vielleicht in den nassen Sandstrand mal der Filterhalter eingetaucht ist. Spätestens dann kann es natürlich sein, dass diese Feinmechanik sich nicht mehr so fein anhört, sie vielleicht von kleinen Sand- oder Staubkörnchen entsprechend blockiert wird. Und dann ist es natürlich der entscheidende Unterschied. Kann ich meinen Filterhalter selber so fein zerlegen, dass ich alles reinigen kann, alle Zwischenräume? Oder habe ich ein Problem, weil bestimmte Bauteile vernietet sind, verklebt sind? Natürlich macht das für Hersteller oft Sinn, denn solche Produktionsschritte sind dann günstiger. Man muss auf bestimmte Sachen eben keine Rücksicht nehmen. Aber genau das kannte ich natürlich aus der Praxis. Ich kannte das Problem mit den nicht zerlegbaren Teilen und das wollte ich natürlich besser machen. Das heißt, wir schauen uns mal bei einem original verpackten LC Pro 100 an. Punkt Nummer 1, wie weit kann ich ihn zerlegen? Wie einfach kann ich ihn zerlegen? Welches Werkzeug benötige ich dafür? Und im Anschluss ergänzen wir die 2 vormontierten Einschubschienen um die 3. Schiene, die im Lieferumfang enthalten ist. Und ich zeige euch, wie einfach das funktioniert. Wir schauen uns den LC Pro 100 an, wenn er zu euch kommt. Wenn ihr den Schieber öffnet, dann habt ihr hier den CPL-Filter. Der ist sicher verstaut, den entnehmen wir. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann hebt ihr einfach hier diese Verpackung hoch und darunter ist er schon, der LC Pro 100. Was noch wichtiger ist, was noch mit im Lieferumfang enthalten ist. Und zwar dieses kleine unscheinbare Tütchen am Boden der Verpackung. Denn hier drin enthalten sind nicht nur die beiden Erweiterungsschienen, sondern wir haben natürlich auch entsprechende Schrauben. Die müssen ja jetzt länger sein, weil wir einen höheren Aufbau bekommen. Und wir haben quasi das Schweizer Taschenmesser des LC Pro 100 mit bei. Und zwar diesen kleinen Imbusschlüssel hier. Der ist nämlich so ausgelegt, dass ihr kein anderes Werkzeug benötigt. Mir war wichtig, dass alles, was geschraubt wird am LC Pro 100, den gleichen Schraubdurchmesser hat. Bei anderen Systemen kennt man es, man braucht 2 oder vielleicht sogar 3 unterschiedliche Größen, weil man hat wahrscheinlich genau das genommen, was gerade noch übrig war und das hat man verbaut. Ich habe darauf geachtet, dass ihr tatsächlich alles mit diesem Werkzeug hier handeln könnt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie funktioniert es beim LC Pro 100. Wir gehen davon aus, wir waren vielleicht im Sand irgendwo fotografieren. Das knirscht und knistert jetzt überall, weil der feine Sand doch irgendwo reingekommen ist. Dann entnehmen wir als allererstes die Basis, die magnetische. Hier oben nehmen wir sie raus, wir öffnen die Arretierung und die können wir, und das ist völlig unproblematisch, unter fließendem Wasser, denn hier haben wir ja unsere Feinmechanik und magnetisch,
Einfach abspülen, bis da alles raus ist. Bisschen problematischer ist das mit dem Abspülen, wenn du halt Teile hast, die ja doch eher kompakt sind, an die du nicht richtig rankommst, wo das Wasser vielleicht auch nicht so richtig durchfließt. Und die musst du zerlegen können. Das war mir sehr wichtig. Wie funktioniert das beim LC Pro 100? Sind das Teile, die man nicht zerlegen kann? Nein. Wie weit du ihn zerlegen kannst, das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür nehmen wir den Imbusschlüssel und zerlegen erstmal das Rennelrad. Dafür die beiden Imbusschlüssel hier entsprechend die Schrauben lösen auf der Seite des Einstellrades. Ja, die dreht ihr raus. Das macht ihr vielleicht lieber nicht am Strand. Also da wäre es schon günstig, wenn ihr das irgendwo am Tisch macht. Und ihr seht schon, einen Finger halte ich jetzt hier natürlich rauf. Auf der Rückseite die Schrauben, ganz einfach, damit das nicht runterfällt, ist logisch. Dann haben wir das kompakte Paket, das packen wir mal an die Seite. Und jetzt sehen wir schon eins. Wir haben hier auf der Innenseite eine silberne, so wie eine Made, ja, die hält nämlich genau dieses Rennelrad. Dafür das Ganze einmal umdrehen, ein bisschen bewegen und dann kommt es uns auch schon entgegen. Und zwar hier einmal dieser kleine Stift, der ist sehr wichtig. Auf den müsst ihr natürlich aufpassen, das Ganze schön festhalten und entsprechend raussortieren. Und dann sehen wir hier schon das Rennelrad, gefräst aus einem Teil. Alles Aluminium, kein Kunststoff oder sonst keine Unterlegscheiben, weil irgendeinem noch eingefallen ist, oh, da brauchen wir noch irgendwie eine Abstandsscheibe, sondern tatsächlich ist der Abstandshalter mit eingefräst in dieses Rennelrad. War mir ganz wichtig, dass da nicht 100 Kleinteile drin sind, die kaputt gehen können, die sich verkanten können, sondern ein Teil. Alles aus einem Teil feinmechanisch vom Feinsten gefräst. Und damit habt ihr schon den Bereich hier, alles was sich hier dreht, an Mechanik deinstalliert. Könnt mit einem feinen Pinsel auch das Ganze unter Wasser halten und dann geht alles raus, was hier an Verschmutzung irgendwie dort reingeraten ist. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da sieht es jetzt erstmal sehr kompakt aus. Wie kommt man daran? Wie funktioniert das? Auch hier schraubt ihr natürlich dann die beiden Schrauben ab, die auf der Rückseite sind und quasi das Schienensystem halten. Dafür einmal ausschrauben. Das Schienensystem ebenfalls wieder festhalten, zack, rausnehmen, auf der Rückseite ja, hier als kompaktes Paket entnehmen. Und jetzt seht ihr hier ja, quasi die Fixierung des Ganzen, wie der LC Pro 100 hier fixiert wird. Rückseite, Frontseite. Durch das Drehrad ja, schiebt sich hier die Mechanik nach vorne. Ihr arretiert dadurch die Basis. Aber wie kriege ich das jetzt auseinander? Das geht doch sicher nicht, oder? Doch, und genau auch das war mir wichtig. Wir haben hier nochmal eine kleine Madenschraube. Und auch hier passt dieses Werkzeug. Es ist nämlich der gleiche Imbusdurchmesser. Das heißt, die schraubt ihr aus. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, die ist wirklich sehr filigran. Ja, die bitte hier hinlegen, gut drauf aufpassen und dann könnt ihr das Ganze entnehmen. Dafür ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl. Ihr müsst dafür einmal hier in dieses Teil festhalten und dann diese Arretierungsschraube fast bis nach ganz außen drehen. Ja, und in dem Punkt ja, könnt ihr sie rausnehmen. Jetzt hier die große Überraschung. Es sind keine Federn verbaut. Es ist nichts verbaut, was abbrechen kann, was abnutzen kann, sondern tatsächlich ganz logisch überlegte Feinmechanik. Das heißt, auch hier schrauben wir jetzt diese Schraube, die Arretierungsschraube heraus. Und ihr seht schon, ja, wir haben dann jedes Bauteil, was in irgendeiner Form sich bewegt, sich dreht, geschraubt wird, entfernt mit einem Werkzeug. Und schon haben wir nur noch die Basis. Und die können wir hier jetzt ganz in Ruhe reinigen. Das heißt, völlig problemlos für jeden auch anwendbar. Passt auf die kleinen Teile auf, das ist natürlich wichtig, deswegen vielleicht nicht bei Sturm draußen oder am Strandsand wechseln. Wir setzen es wieder zusammen und ergänzen gleichzeitig das Schienenpaar. Zusammensetzen, rückwärtige Reihenfolge. Das heißt, wir drehen hier erstmal diesen Stift ein, ja, auch ein sehr feines Gewinde hier natürlich, also nicht irgendwie, wenn es am Anfang verkantet mit Gewalt, das geht ganz leicht zu schrauben. Ja. Passt sich super ein. Da müsst ihr schauen, dass der Stift hier vorne so leicht rauskommt und da setzen wir jetzt quasi diese Platte wieder ein. Die muss dann natürlich genau raufpassen. Zack, habt ihr gesehen. Und jetzt das Ganze ein bisschen zuschrauben, umdrehen und hier diese kleine Schraube. Und am besten nehmt ihr die mit dem Imbusschlüssel hier, zack, aufnehmen und dann hier einsetzen. Und auch hier, es geht ganz einfach, einfach reindrehen, zuschrauben, fertig. Und schon haben wir alles wieder arretiert. Ja? Funktion weitergegeben, alles schön sauber gemacht. Perfekt. Auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Wir haben ja jetzt noch das Rennelrad, das auch wieder einsetzen, indem wir es einfach hier reinschieben. Dann diese kleine Madenschraube hier ebenfalls auch reinsetzen. Also sie wird nicht geschraubt, sie wird nur reingesetzt. Dafür muss natürlich das Rad genau passen. Zack, und schon dreht es sich. Super. Beim Umdrehen aufpassen, Finger drauf halten, damit es nicht weg kann. Aber so ist es erstmal fix. Jetzt haben wir grundlegend alles wieder zusammengebaut. Jetzt ergänzen wir die Schienen. Die Schienen sind ja durch das beiliegende Schienenpaar erweiterbar von 2 auf 3. Das heißt, dafür liegt alles bei und es liegen auch die längeren Schrauben, die ihr jetzt braucht, liegen bei.
Wie ergänze ich das Ganze? Kann ich es verwechseln? Kann ich es irgendwie falsch zusammenbauen? Nein, könnt ihr nicht. In der Regel, je nachdem, wie DHL euer Paket behandelt hat, liegen natürlich diese Einsätze. Das sind die Federn, die quasi entsprechend euren ND oder GND halten. Entweder mit einzeln drin oder sie sind noch hier, so werden sie eigentlich verpackt, mit drin. Das heißt, die müsst ihr zusammensetzen. Auch das geht nur in einer Passform. Ja, das kann man nicht verwechseln. So, dann, und das ist wichtig, packen wir die zusätzlichen Schienen nicht unten rauf, nicht oben rauf, sondern wir teilen das vorhandene Schienenpaar, was wir hier haben, genau einmal in der Mitte. Klappen es einmal auf und dann können wir das Ergänzungsset hier mit reinklicken. Kann man das verwechseln? Kann man nicht, denn wir haben in den jeweiligen Schienen kleine Löcher und kleine Stifte. Das heißt, die passen nur in einer Richtung zusammen. Das heißt, hier Unterteil nehmen, zack, draufpacken, es klickt hörbar ineinander. Das Ganze oben rauf, das Abdeckschienenpaar ebenfalls raufsetzen, auch hier. Und dann verschiebt sich hier auch nichts mehr, weil die eben ineinander rasten. Auch das ist ein großer Vorteil. Ich kenne Filterhaltersysteme, wenn da die Schraube ein bisschen lose ist, dann wirbelt es in alle möglichen Richtungen. Hier ist nochmal eine Arretierung, dass ich das Ganze auch nicht verziehen oder verschieben kann. So, mein Tipp an der Stelle, beginnt an dem Rändelrad, damit ihr die Schraube nicht aus Versehen verliert. Das heißt, hier aufsetzen und auch hier haben wir nochmal, habt ihr das gehört, so kleine Stifte. Die rasten ebenfalls in die Basis ein. Auch hier kann sich jetzt nichts mehr verschieben. Ja, auch das ist schon fix. Das heißt, wir nehmen jetzt die beiden größeren Schrauben. Achtet darauf, dass sie ein bisschen länger sind. Woran erkennt ihr es, dass ihr die richtigen habt? Wenn ihr 3 Einschübe habt, müssen die einfach einen kleinen Millimeter rausstehen, wenn ihr sie eingesetzt habt. Dann habt ihr die richtigen. Wenn sie plan abschließen, dann habt ihr die kurzen Schrauben. Das heißt, nochmal wechseln, ihr braucht die längeren Schrauben. Hier das Ganze handfest mit dem Imbusschlüssel entsprechend festziehen. Handfest ist hier das Zauberwort, denn es bleibt eine Feinmechanik. Ihr müsst das nicht mit Kraft anziehen. Wirklich einfach nur so zwischen 2 Fingern, reicht völlig aus. Das Ganze zieht sich ineinander. Dadurch, dass wir hier Stifte haben, die das Ganze halten, müsst ihr nicht mit Kraft anziehen, weil ihr denkt, oh Mensch, das verrutscht irgendwie. Kann nicht verrutschen. Ist alles fix. Ja? So, wir nehmen das zweite Schienenpaar, nehmen auch das nochmal auseinander, legen uns das hier hin. Hier haben wir die Abdeckung. Hier haben wir das zweite Paar. Und auch hier ganz einfach gucken, Stifte an der Seite, Löcher an der Seite, Stift in der Mitte, Loch in der Mitte. Das heißt hier, zack, aufgesetzt. Man hört es dann auch sehr schön, wie es ineinander greift. Und auch hier, nochmal schauen. Aha, okay, Loch, Stift, perfekt, passt. Zack, aufeinandersetzen. Es passt nur in eine Richtung. Ja, man kann es nicht vertauschen, habt da keine Angst vor. Und auch das setzen wir jetzt hier auf. Und auch hier merken wir, klack, klack. Ja, und dann kann das hier nicht mehr weg. Ja. So, auch hier die beiden Stifte nehmen, wieder einstecken, die beiden Schrauben. Und auch hier handfest das Ganze zusammenschrauben wieder. So, zweite Schraube noch und dann ist das Ganze schon erledigt. Das heißt, wir haben jetzt quasi in einem Arbeitsgang das Ganze einmal zerlegt, mit dem Feinpinsel vielleicht einmal reinigen, das Ganze ergänzt um das dritte Schienenpaar und ihr seht, wie einfach es ist. Ihr braucht kein zusätzliches Feinmechanikerwerkzeug. Das Schweizer Taschenmesser liegt mit bei und schon ist das Ganze wieder fix. Zum Schluss haben wir den magnetischen Basisring wieder einsetzen, aufschrauben, rein, funktioniert alles mega. Ja. Einfachste Technik, wenn man weiß, wie es geht, wenn man mal drüber nachgedacht hat, was brauche ich in der Fotografie, wie muss es funktionieren und wie muss ich es nachher vielleicht auch mal sauber machen. Und ich glaube, das vergisst manchmal der ein oder andere beim Konstruieren solch eines Bauteils. Das ist aber wichtig, muss man vielleicht einen Moment drüber nachdenken. Und genau das habe ich getan und bei rausgekommen ist der LC Pro 100. Und wie ihr seht, simpel zu zerlegen, simpel wieder zusammenzubauen, simpel zu ergänzen. Tja, ihr Lieben, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Habt ihr euren LC Pro 100 schon zu Hause? Habt ihr umgerüstet von 2 auf 3 Schienen? Habt ihr vielleicht schon mal das Problem gehabt, dass ihr jetzt irgendwo unterwegs seid, wo sich Salz abgesetzt hat, Sand, wo ihr gesagt, oh, irgendwie jetzt knirscht das ein bisschen. Ja? Dann kann man es ganz, ganz einfach reinigen. Ja? Problemlos. Ihr habt es gesehen, könnt euch rantrauen. Ihr müsst es nicht zum Fotohändler bringen. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr sagt, Mensch, ja, hier, ne, das ist das Schweizer Werkzeug, lieber Fotohändler, setz dich mal bitte ran, schau dir das Video vom Rico an und ja, machen wir das Ding mal wieder sauber. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, wo tatsächlich auch hier der Unterschied liegt vom LC Pro 100 zu anderen Systemen, dass du es nämlich fein auseinandernehmen kannst, reinigen kannst, ganz einfach die Schienensysteme wechseln kannst und ein modulares, erweiterbares und simples, langlebiges, das war mir auch sehr wichtig, ist, ja, Fotozubehör erhältst. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr Lieben, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem der neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal.
Und wer den LC Pro 100 noch nicht hat, der findet unten in der Videobeschreibung jetzt noch einen kleinen Rabattcode, der vielleicht die Anschaffung etwas versüßt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.